Willkommen auf einem Hausboot auf der Saône in Frankreich, im Burgund. Ja, ihr seht schon, ich bin in die Rolle des Kapitäns geschlüpft, obwohl ich glaube, auf einem Hausboot nennt man das gar nicht Kapitän. Das ist eher so Schiffsführer oder Steuermann, irgendwas in der Art. Aber ich sitze hier am Steuerrad und es gibt sogar so ein richtig schönes Rad zum Drehen. Muss mich ein bisschen konzentrieren, deswegen schaue ich gerade nicht immer in die Kamera. Die Strömung ist da nämlich manchmal ganz nett und als Laie, der sowas noch nie gemacht hat, ist es nicht schwierig, aber es ist eine kleine Herausforderung und das macht Spaß. Ja, ich zeige euch in dem Video, wie sich so ein Hausboot anfühlt, wie sich das anfühlt, mit dem Boot zu fahren, das Boot zu steuern. Das Spannendste ist natürlich das Anlegen im Hafen. Klingt schwieriger als es ist, aber man muss am besten am Anfang ein bisschen üben, sich das genau erklären lassen, dann klappt es. Die erste große Herausforderung kommt dann gleich bei der Hafenausfahrt aus der Basis von Le Boat in Saint-Germain auf der Saône. Diese enge Brücke ist zum einen eine Herausforderung, zum anderen aber natürlich auch gleich das erste große Erfolgserlebnis, wenn man da unbeschadet durchkommt. Ehrlicherweise muss man aber sagen, am Anfang kann man schon so ein bisschen Schwierigkeiten haben, gerade wenn man eher von der Autosteuerung gewohnt ist, dass das Boot sofort reagiert. Das tut es eben nicht. Das heißt, dann passiert sowas, wie wir hier im Zeitraffer sehen. Man übersteuert sehr stark, lenkt dann noch viel stärker gegen und das pendelt sich so ein bisschen hoch, aber das kriegt man meistens recht schnell raus. Und dann schaut das Ganze eben eher so aus und das macht dann so richtig Spaß. Die größten Sorgen habe ich mir ehrlicherweise vorher ja um die Schleusen gemacht, aber das ist auf der Saône, wo wir gefahren sind, auf der unteren Saône, wo auch Kreuzfahrtschiffe, große Schiffe unterwegs sind, im Grunde überhaupt nicht schwierig, denn die Schleusen sind groß, man kommt da ziemlich bequem rein. Man muss einfach so ein bisschen aufpassen mit den Leinen, man muss natürlich gucken, dass das Boot an der Schleusenwand dran bleibt, aber das ist alles wirklich einfach hinzukriegen, braucht ein bisschen Kraft, um die Leinen zu halten, weil man sich da nicht richtig festmacht, logischerweise. Und ansonsten ist das ziemlich easy. Jetzt schauen wir uns aber auch das Boot selber mal an. Wir hatten ein Boot vom Typ Horizon 4. Das ist schon ein ziemlich großes und auch ein bisschen luxuriöses Schiff für bis zu 9 Personen. Wir werden nachher bei den Kabinen gleich sehen, wie realistisch das ist mit den 9 Personen. Man hat erstmal am Heck so diesen Sitzbereich und dann kann man aber vor allem hier vorne auch ein bisschen zum Sonnenbaden gehen. Das, was hier so dunkel hoch steht, diese dunklen Quadrate, sind die Oberlichte der Kabinen. Man kann also von unten das Fenster nach oben aufmachen, sich da Frischluft holen. Ja, und dann ist hier vorne wirklich ganz gemütlich Platz, um sich hinzulegen. Ganz oben sind auch noch 2 richtige Sonnenliegen. Der Steuerstand oben auf dem Oberdeck ist der, den man in der Regel benutzt, einfach weil man da von oben die beste Aussicht hat und natürlich, weil man im Freien ist. Das ist angenehmer als unten im Innensteuerstand, den man eigentlich nur benutzt, ja, wenn es schlechtes Wetter ist, wenn es ganz kalt ist. Da haben wir aber wirklich Glück gehabt mit dem Wetter. Dann kommt man eben von vorne über seitlich einen schmalen Gang, kann man dann aufs Oberdeck rauf. Das sieht man schon, ist vor allem der Steuerstand. Ist aber eben auch ein ganz hübscher Sitzbereich, nochmal mit einem Tisch, wo man ja auch das Sonnensegel hochklappen kann. Das hatten wir jetzt auf unserer Reise, zumindest während der Fahrt unten, weil der Wind noch ein bisschen kräftiger war. Aber das ist ein richtig gemütlicher Ort, zum Beispiel auch in der Früh, um gemeinsam zu frühstücken. Das macht richtig Freude da unter freiem Himmel. Und
Die Hauptkabine des Schiffs, ja der Salon, wenn man das so nennen möchte, ist eben eine schöne Sitzecke, ja zum Essen im Wesentlichen oder wenn man sich mal bei schlechtem Wetter aufhalten will. Da ist eine voll ausgestattete Küche mit einer Mikrowelle, mit einem Herd, mit einem Ofen, gasbetrieben, 2 große Kühlschränke, voll ausgestattetes Geschirr. Da hat man wirklich alles, was man möchte. Das Einzige, wo ich einen Tipp geben würde, ist, Wasserkocher könnte man sich selber mitbringen. Tee und Kaffeewasser auf dem Gasherd kochen, dauert doch ziemlich lang. Ja, und dann hat man 2 verschiedene Typen von Kabinen. Die einen sind mit einem Art Doppelbett, das aber nicht ganz die gesamte Breite hat. Da ist dafür dann die Ablagefläche noch etwas weniger, nur unter dem Bett ist da Platz. Das heißt, einen Koffer sollte man eher nicht mitnehmen, außer man macht das so wie wir. Wir haben nämlich nur 4 Personen auf diesem 8-Personen-Schiff, sodass man, wie man jetzt hier sieht, den Koffer dann einfach auf das zweite Bett legen kann. Trotzdem ist es ganz schön beengt, auch wenn man alleine in der Kabine ist, auch weil das Bett ziemlich schmal ist. Hier hat man so kleine Oberlichter, beziehungsweise ganz oben dann eben nochmal die zum Ausklappen, die wir vorhin schon gesehen haben. Und auch das Bad, ja, ist noch ein bisschen kleiner als auf Kreuzfahrtschiffen. Ich würde mal sagen, es ist eher weniger wie auf einem Kreuzfahrtschiff, sondern vielleicht mehr wie in einem Wohnmobil. Es hat so ein bisschen luxuriöse Camping-Atmosphäre auf dem Wasser, ist mit dem Kreuzfahrtschiff nicht so direkt vergleichbar. Was mir persönlich auf dieser Reise ganz besonders und außergewöhnlich gefallen hat, ist so dieses Dahingleiten durch die Landschaft, wie hier jetzt im Zeitraffer natürlich ein bisschen beschleunigt. Dieses im Hier und Jetzt sein, sich keine Gedanken um den Alltag machen müssen. Das Steuern verlangt ein bisschen Konzentration, aber auch nicht zu viel, sodass die Gedanken zwar nicht abschweifen, man einem aber auch nicht langweilig wird. Und dann erreicht man nach, ja, was auch immer man fahren will, 2 Stunden, 3, 4, 5 Stunden gemütlicher Fahrt, den Ort, den man sich als Ziel vorgenommen hat für den Tag. Auf der großen Sonne legt man in den Yachthäfen dort an. Da ist Wildankern so ein bisschen schwierig, weil natürlich Frachtverkehr, Kreuzfahrtschiffe unterwegs sind. Da wäre man eher im Weg. Ja, und bevor man dann den Ort erkunden kann, sind allerdings noch so ein paar Arbeiten nötig. Zum Beispiel sollte man nämlich darauf achten, dass der Wasserstand an Bord, der Wassertank gut voll ist. Das hat man nämlich einfach irgendwann kein Wasser mehr zum Kaffee kochen und auch keins mehr zum Duschen. Da sollte man den Tank also im Auge behalten und gegebenenfalls an den Tankstellen in den Yachthäfen nachtanken. Und es ist auch wichtig, immer den Landstromanschluss zu benutzen, denn die Akkus an Bord sind jetzt gerade natürlich billig für den Kühlschrank, aber auch für die Startbatterie für den Motor ganz wichtig. Das heißt, im Hafen immer direkt an den Landstrom, dann hat man auch genug Energie, damit das Schiff weiterfährt. Ja, und hat man das alles erledigt, dann geht's in den Ort, in das Dorf. Man bleibt ja über Nacht, man kann in der Früh dann vielleicht auch mit dem Fahrrad, das man ja an Bord hat, mal zum Croissants holen, zum nächsten Bäcker fahren, sich die Örtchen angucken, schön Abendessen an Land, vielleicht auch mal an der Uferpromenade irgendwo in ein hübsches Restaurant gehen, die Spezialitäten im Burgund probieren. Und ich habe euch dazu einfach von unserer Reise noch so ein paar Impressionen mitgebracht, wie sich das so anfühlen kann. Samtiger.
Say to the kids and sorry to say that it's still It's mainly focused on poetry and pastry notes. So it's a small touch. Ja, so sieht es auf einer Hausbootreise aus. Wir waren jetzt hier in Frankreich auf der Sonne, also im Burgund unterwegs. Aber das gibt es auch an ganz vielen anderen Ländern. Ja, in Irland beispielsweise, auch auf anderen französischen Flüssen, in Deutschland, auf der Müritz, in Kanada sogar. Also an ganz vielen Stellen kann man mit dem Hausboot unterwegs sein. Wir waren jetzt mit einem der größten Anbieter, nämlich Le Boat, unterwegs, die uns hier diese wunderschönen ja, schon fast luxuriösen Horizon 4 Boote zur Verfügung gestellt haben, eben auf der Sonne unterwegs gewesen, Boote für ja, bis zu 9 Personen. Ehrlicherweise, ihr habt es ja im Video gesehen, die Kabinen sind jetzt schon ein bisschen kleiner. Ich würde das auch weniger mit einer Kreuzfahrt vergleichen, als sehr viel mehr vielleicht mit einem Wohnmobil auf dem Wasser, durchaus einem recht komfortablen Wohnmobil, aber einer der Tipps ist wirklich, wenig Gepäck mitzunehmen, denn in den Kabinen ist wenig Platz. Oder so ein großes 8-Personen-Boot für nur 4 oder 5 Personen zu mieten. Dann kann man das zweite Bett zum Beispiel eben für den Koffer benutzen. Sowas in der Art. Was ich persönlich ganz besonders gemocht habe auf dieser Reise, ist tatsächlich am Steuer zu sitzen, zu steuern. Es ist eine unglaublich faszinierende Art und Weise zu entspannen. Man tut eigentlich den ganzen Tag nichts, ist aber sehr konzentriert, fokussiert auf den Fluss. Es geht aber nicht besonders schnell voran, sodass man da wirklich einfach die Landschaft angucken kann, die Geräuschkulisse, also das Vögelzwitschern aus den Bäumen rundherum. Dann stehen mal Kühe am Ufer irgendwo, es fliegen Reiher, am Himmel kreisen mal Storche. Also man sieht sehr viel, dadurch, dass das Boot relativ langsam fährt, so 11, 12 Stundenkilometer etwa, kann man sich auch mal leisten, ein bisschen zur Seite zu schauen. Andererseits, wenn man da mal anfängt zu fotografieren, merkt man schon ganz schnell, es schadet nicht, Kurs zu halten. Das Boot driftet dann auch mal ganz schnell ab. Aber lässt sich auch ganz schnell wieder korrigieren. Also, es macht unglaublich Spaß. Es ist auch nicht sonderlich schwierig. Man gewöhnt sich da relativ schnell dran, das Schiff schön zu steuern. Und ja, einer von den Passagieren ist immer begabt genug, um dann auch das Rückwärts-Einparken im Hafen, im Yachthafen zu übernehmen. Also für mich eine wirklich wunderschöne Art und Weise zu reisen, auch wenn es jetzt mit Kreuzfahrt nur begrenzt was zu tun hat. Das sind schon wenig Ähnlichkeiten, gerade auch, wenn man hier natürlich selber kochen muss, sich um Wasser, um Strom, all solche Dinge kümmern muss. Aber das ist Teil des Reizes eigentlich dieser Art von Reise. Schaut mal bei cruistricks.de rein, da habe ich eine ausführliche Geschichte zu dem Thema natürlich drin. Eine eher kleine Bildergalerie zu dem Schiff, denn so viel ist es auf dem Boot oder Schiff ja nicht zu sehen, wenig Räume. Aber ihr kriegt so ein bisschen Eindruck, wie sich das anfühlt auf dem Boot. Und ja, wir werden im Podcast natürlich machen. Ihr kennt das, was Cruistricks eben zu einer Reise produziert. Ihr kriegt die volle Informationspackung, alles, was ihr zu dieser Art von Reise wissen müsst. Klickt mal bitte auf Like für dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, freue ich mich auch, aber wenn es euch gefallen hat, besonders nett. Abonniert den YouTube-Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und ansonsten bedanke ich mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Franz Neumeier, cruistricks.de.